Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir hier auf meinem Kanal. Wie ihr unschwer erkennen könnt, handelt es sich heute wieder um eine Yeti-Fernsteuerung. Und zwar hat Hakamoto mir freundlicherweise für dieses Video die nagelneue DS16-2 zur Verfügung gestellt. Hier schon in der Carbon-Version, die ja auch gleichzeitig mit erschienen ist. Und heute wollte ich mal ein kleines Unboxing machen, euch mal zeigen, was ist im Lieferumfang alles enthalten, welche technischen Details hat die DS16-2. Und ich würde sagen, wir legen einfach sofort los. Viel Spaß! So, kommen wir nun zum Lieferumfang. Da hätten wir natürlich als allererstes den üblichen Aluminiumkoffer, der bei allen Spitzenmodellen von Yeti immer dabei ist. Das ist auch immer der gleiche Aluminiumkoffer. Der hat hier wieder diese typischen einfachen Schnappverschlüsse. Dann kann man den Koffer aufklappen und hat den Sender im Blick. Als erstes, was auch bei den größeren Modellen immer dabei ist, ist diese kleine Unterlage, wo man den Sender drauf auflegen kann, wenn man da irgendwie Veränderungen dran machen möchte. Die ist meistens immer mit dabei. Dann bei der Version haben wir auch einen Nackengurt dabei, den üblichen Duplex-Nackengurt mit dem Nackenpolster und der Aufhängeöse vorne. Wir haben natürlich ein Ladenetzteil dabei mit einem 220 Volt Adapterschuh, den man hier draufstecken kann aufs Netzteil. Wir haben bei der DS16-2 diesmal einen Yeti Duplex Rex 10 Empfänger dabei, also schon einen 10-Kanal Telemetrie-Empfänger, auch mit dabei schon. Wir haben hier noch eine kleine Tüte. Da ist auch das Standardmaterial dabei, was eigentlich bei jedem Sender mehr oder weniger dabei ist. Einmal der Beinstecker zum Binden des Empfängers, eine kleine Werkzeugtüte mit den ganzen Schraubendrehern, die man braucht zum Öffnen des Senders und zum Einstellen des Senders. Wir haben hier noch eine kleine Anleitung für den Rex 10 Empfänger mit dabei. Und natürlich noch das Yeti Duplex Mikrofasertuch, um das Display sauber zu machen. Und auch bei jedem Sender mit dabei ein kleiner Aufklebersatz von Yeti Duplex, auch immer mit dabei. Dann kommen wir jetzt zum Herzstück des Inhaltes, natürlich der neuen Yeti DS16. Hier haben wir sie einmal, hier in der Carbon-Version. Macht wirklich super, super Eindruck. Also ich bin echt begeistert, schon allein von der Optik des Senders. An den schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Und dann haben wir natürlich hier noch unser USB-Verbindungskabel für den PC, auch immer mit dabei. Diesmal haben wir hier eine zweiteilige Anleitung noch mit dabei, Teil 1 und Teil 2. Und die beiden Kofferschlüssel sind natürlich auch immer mit dabei, aber die interessieren uns jetzt erstmal weniger. So, ich würde sagen, wir machen die Klappe zu und gucken uns den Sender einmal etwas genauer an. So, kommen wir erstmal zum äußeren Erscheinungsbild der neuen Yeti DS16-2. Hier in der Carbon-Version schon, in der Farbe Light Yellow. Ich würde die Farbe so beschreiben wie, ja, wenn man ein Handy in Farbe Gold nimmt. Also es könnte auch genauso gut die Gold Edition sein von der neuen Yeti. Ich bin eigentlich ja immer ein Fan gewesen davon, von dieser rot eloxierten Version. Aber diese Farbe hier gefällt mir wirklich richtig, richtig gut auch. Es gibt für die Yeti DS16-2 noch 3 weitere Farben. Einmal noch die Carbon-Version in, wie gesagt, in eloxiertem Rot. Und dann gibt es noch 2 Normalversionen, einmal in Black und einmal in Silbern. Ja, das äußere Erscheinungsbild ist erstmal von der Yeti DS16 der ersten Generation so gut wie nicht zu unterscheiden. Die Aufteilung ist eigentlich mehr oder weniger identisch. Wir haben hier oben das große Display wieder, was bei der DS16-2 aber natürlich jetzt die Farbversion ist, wie bei der DS24 oder bei der neuen DS12. Wir haben zentral gelegen wieder die Knüppelaggregate, die auch wieder aus Aluminium sind, mit Metallsensoren ausgestattet. Wir haben den Powerknopf in der Mitte, auch alles aus Aluminium natürlich. Wir haben, wie gesagt, auch durch die Carbon-Version natürlich hier eine Carbon-Frontplatte. Bei der normalen Standardversion haben wir hier eine
lackierte Aluminiumplatte drauf. Wir haben hier unten, wie bei Yeti üblich, den Menüknopf und den 3D-Scroll-Knopf für das Menü. Einen Escape-Button, natürlich die Trimknöpfe ganz normal angeordnet, wie bei jeder Fernsteuerung von Yeti. Wir haben hier unten einen Kopfhörerausgang und einen Lautsprecher. Ein Mikrofon haben wir natürlich vorne auch, das ist hier oben in der Mitte angeordnet. Wir haben hier wieder die Aluminium-Aufhängeöse, die natürlich wie bei allen Sendern immer schön im Schwerpunkt angebracht ist, damit der Sender immer schön gerade hängt. Wir haben zwei Potis auf der Vorderseite, hier in der Mitte angeordnet, die einmal eine komplette Rasterung über den ganzen Weg haben. Die haben dafür keine Mittelstellung auf beiden Seiten. Wir haben natürlich hier die fünf Funktionsknöpfe unter dem Display angeordnet, auch ganz normal typisch wie bei allen Yeti-Sendern. Wir haben hier vorne noch zwei Status-LEDs angebracht, hier vorne und da vorne. Des Weiteren haben wir noch 4 Schalter oben auf der Frontplatte, und zwar auf der linken Seite den SC-Schalter, das ist ein kurzer 2-Stufen-Schalter. Daneben haben wir den SD-Schalter, das ist ein langer 2-Stufen-Schalter. Auf der rechten Seite haben wir den SE-Schalter, das ist ein langer 3-Stufen-Schalter. Und ganz zum Schluss noch den SF-Schalter, das ist dann wieder ein kurzer 2-Stufen-Schalter. Das wäre es eigentlich mit der Frontseite gewesen. Auf den beiden äußeren Seiten, rechts wie links, haben wir wieder, wie bei der alten DS16, einen Drehputi. Diesmal ohne Rastung, aber dafür mit einer spürbaren Mittelstellung. Der lässt sich auch super leicht bewegen, also ist wirklich gut zu bedienen. Dann haben wir auf der Rückseite noch 4 Schalter. Und zwar, wenn wir den mal so halten, haben wir auf der rechten oberen Seite wieder einen kurzen 2-Stufen-Schalter. Auf der Unterseite rechts haben wir einen langen WIP-Schalter mit Federrückstellung. Links haben wir dann wieder einen kurzen 3-Stufen-Schalter und darunter einen langen 2-Stufen-Schalter angebracht. In der Mitte auf der Rückseite oder auf der Hinterseite haben wir in der Mitte natürlich wieder den USB-Anschluss für den PC. Daneben die Ladebuchse zum Aufladen der Yeti und hier auf der Seite haben wir den PPM-Ausgang und Eingang. Hier ist wieder der kräftig ausgeführte Aluminiumgriff zum Transportieren der Yeti. Dort drin befindet sich auch die 900 MHz Antenne. Die 2,4 GHz Antennen befinden sich jeweils links und rechts hier in der Ecke. Da sind ja auch 2 Stück von verbaut. Auf der Rückseite haben wir ganz normal auch die Aluminium-Rückwand, die mit 8 Schrauben festgehalten wird, die man dann lösen muss, um den Sender aufzuschrauben, um an das Innere zu kommen, um dann zum Beispiel den Mode zu ändern oder irgendwelche Einstellungen zu machen oder an die SD-Karte zu kommen, die auch im Inneren sich befindet. Wir haben auf den Seiten und auf der Unterseite jeweils noch gummierte Griffe angebracht. Das ist auch wie bei der normalen Vorgängerversion der Fall. Liegt wirklich auch super in der Hand der Sender, trotz des Gewichtes natürlich. Wir haben hier auf der Unterseite noch 2 gummierte Füße. Damit kann man den Sender schön abstellen. Ja, ich kann den Sender mal einmal ganz kurz anmachen. Dann kann man sehen, dass es auch sich um die Farbvariante des Displays handelt. Die Bedienung ist natürlich ganz normal, wie bei allen Yeti-Fernsteuerungen, alle identisch. Ja, das wäre es eigentlich erstmal zum Äußeren zu sagen. Ich würde sagen, wir schrauben den Sender jetzt mal auf und dann zeige ich euch mal, wie er von innen aussieht. So, zum Aufschrauben des Senders kann man jetzt entweder die Torx-Schraubendreher nehmen, die hier in diesem Zubehörtütchen mit drin waren, oder man nimmt einen separaten, den habe ich hier. Das ist die Größe T8H, mal 50 mm steht hier drauf. Den nehme ich jetzt und damit die Knüppelaggregate nicht auf dem Boden liegen, trotz der Matte, die dabei ist, nehme ich den Sender eigentlich immer in den Koffer, lege den auf den Kopf quasi und kann dann die Schrauben alle vernünftig rausdrehen. Und das machen wir mal eben. So, alle Schrauben sind raus. Jetzt können wir die Deckplatte abnehmen und sind im Inneren des Senders. So sieht übrigens die Deckplatte von innen aus. Die Hand
Griffe sind auch geschraubt, die kann man dann wohl auch austauschen, falls sie mal verschlissen sein sollten. So, hier haben wir jetzt mal die DS16-2 im Detail geöffnet. In der Mitte sehen wir wieder den 6200 mAh Lithium-Ionen-Akku mit 1S. Wir haben die Knüppelaggregate wieder aus Aluminium mit den Hall-Sensoren dran. Wir haben ja Multimode-Steueraggregate, das heißt, wir brauchen die nicht zu tauschen, wenn wir den Mode ändern wollen, sondern können über diese Einstellschrauben hier auf diesem Pad links und rechts jeweils die Rasterung und die Feder aushängen und alles Mögliche einstellen, dass wir von Mode 1 auf Mode 4 zum Beispiel wechseln können. Das habe ich ja mal in einem separaten Video gezeigt zur DS12. Das ist da genau identisch, das kann man sich da anschauen. Wir haben hier unter der Platine die SD-Karte sitzen auf der Seite. Die muss man da lösen an den 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben, die etwas zur Seite schieben, dann kommt man auch an die SD-Karte dran. Wir haben hier die 900 MHz Antenne, sieht man schon, dass die hier oben in den Griff reingeht. Die beiden 2,4 GHz Antennen sind ja wie gesagt hinter dem Display in den beiden Ecken verbaut. Ja, wir haben hier wieder ein sehr schön aufgeräumtes Bild. Kaum Kabel zu sehen, nur das Nötigste, was man wirklich jetzt hier auch braucht, sieht man hier vorne. Wir haben wieder die Flachbandkabel, die zu den Schaltern gehen. Ja, und ich würde sagen, es macht einen sehr aufgeräumten Eindruck wieder, wie bei allen Yeti-Sendern, die ich jetzt bis jetzt in der Hand hatte. Und ja, ich würde sagen, wir schrauben den jetzt mal wieder zu und ich sage euch noch ein bisschen zu den technischen Details zur DS16-2. Ja, kommen wir zum Abschluss noch zu ein paar kleinen technischen Details zur neuen Yeti DS16-2. Fangen wir mal an mit dem Gewicht. Und zwar habe ich hier eine kleine Waage und die zeigt mir an ein Gewicht von 1,28 Kilogramm. Das wiegen wahrscheinlich dann alle Varianten der Yeti DS16-2, nicht nur die Carbon-Variante, sondern auch die normale. Also ungefähr 1,3 Kilo kann man sagen. Ich habe mir hier ein paar technische Details noch aufgeschrieben. Und zwar haben wir bei der zweiten Version auch natürlich 24 Kanäle zur Verfügung. Neu hinzugekommen ist das 900 MHz Modul, welches ja schon verbaut ist. Das muss natürlich noch softwareseitig, wenn man es nutzen möchte, kostenpflichtig freigeschaltet werden. Wir haben ein etwas kleineres Display. Und zwar hatten wir bei der alten Version 3,8 Zoll und haben jetzt 3,5 Zoll mit einer Auflösung von 320 x 240. Aber dann schon natürlich hier die Farbvariante. Dadurch hat man natürlich auch die Möglichkeit, jetzt Lua-Apps auf dem Sender zu installieren. Das ging, glaube ich, vorher auch schon mit der Monochrom-Version des Displays. Aber durch die Farbversion hat man viel mehr Möglichkeiten, Lua-Apps zu nutzen. Dadurch hat man auch viel mehr Apps zur Verfügung, die man hier installieren kann. Wir können neben dem 900 MHz Modul auch einige andere Funktionen noch softwareseitig upgraden, kostenpflichtig. Die Liste zeige ich euch ja hier mal neben mir an. Und zwar haben wir noch ein paar freie Mischer, die wir noch mehr zur Verfügung haben, wie bei der Vorgängerversion. Und wir haben noch ein paar logische Schalter mehr, die wir jetzt nutzen können. Ja, wir haben hier durch das Mikrofon, was ja verbaut ist, die Möglichkeit einer Sprachsteuerung. Die hatte man vorher bei der Vorgängerversion nicht. Ja, das sind eigentlich so die größten Unterschiede, sage ich mal, dass man hier jetzt ein 900 MHz Modul hat und das Farbdisplay sind wahrscheinlich jetzt wirklich auch die größten Merkmale jetzt von der Version 2 der DS16. Und ich gucke nochmal kurz auf die Liste. Ja, ihr seht ja auch hier links neben mir, was alles die Vorgängerversion hatte und was jetzt alles neu ist. Ja, das war es dann zunächst einmal von dem kleinen Unboxing-Video zur neuen DS16-2 von Yeti, hier in der Carbon Edition. Klar, es ist natürlich jetzt kein wirklich günstiger Sender, aber von der Ausstattung her, von der Qualität her, von der Verarbeitung her, vor allem auch die Optik mit dem eloxierten Aluminium, gefällt mir wirklich richtig gut und ist auch wirklich ein super Sender. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, schreibt gerne einen Kommentar unten drunter. Ihr könnt auch gerne mal unten in den Kommentaren schreiben, ob ich mal einen Vergleich machen soll zwischen der neuen Yeti DS16-2 und der Yeti DS12. Die habe ich ja beide hier in der Carbon Edition, da könnte ich mal ein kleines Vergleichsvideo machen, von der Ausstattung her und so. Und gerne kommentieren.
Wer natürlich noch nicht hat, kann meinen Kanal abonnieren, die Glocke nicht vergessen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Heli Chrissy. Ciao!